Der ist nicht schlecht. Der ist eher schwierig. Tore Hellström. Dich kriege ich auch noch. Verboten neu, verboten gut. Verbotene Liebe. Jetzt auch täglich in der App. Du löschst meine Arbeit und du sagst dann keinen Ton? Doch. Jetzt gerade. Karos. Es tut mir wirklich total leid. Kann ich irgendwas machen, um es wieder gut zu machen? Ja, du gehst jetzt zu Rebecca und Tore und sagst denen, was passiert ist. Schulz, es tut mir wirklich leid, dass ich Ihnen für einen Moment Absicht unterstellt habe. Bin auf jeden Fall froh, dass ich mich geirrt habe, weil ich brauche Sie hier an meiner Seite. Irgendwas stimmt nicht. Er hat was mit dem Rücken. Ja und? Soll ich jetzt Mitleid mit ihm haben? Ich kann den Kampf nicht faken, wenn ich eine echte Chance habe zu gewinnen. Mann, du kannst weiterhin auf ihn setzen, das ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich verliere, dann will ich richtig verlieren. Jetzt komm schon, Sascha. Lass mich einfach das Handtuch schmeißen. Nein. Alter, du hast auf mich gesetzt, wenn ich das Geld gewinne. Aber du bist voll im Eimer. Der Typ, der hat noch Reserven. Wie willst du das schaffen? Abwarten. Der Gong hat dich gerade so in die nächste Runde gerettet. Jetzt gib endlich auf. Mann, du würdest die ganze Kohle verlieren. Aber ich scheiß auf die Kohle. Ich kämpfe gegen Mickey. Das wollte ich schon immer. Ich weiß, dass ich das kann. Gib ihm mal, los! Ich muss dann auch mal weiterarbeiten. Sie glauben mir nicht, oder? Ich habe das gerade ernst gemeint. Sie sind eine totale Nervensäge, aber ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt und ich mag Sie wirklich. Und was mich noch mehr wundert, wir sind mittlerweile ein wirklich gutes Team geworden. Wirklich kein Hunger? Schön, dass wir das geklärt haben. Was genau jetzt? Ja, mit den Werkszeichnungen. Wenn Sie die gelöscht hätten, dann hätten Sie es auch gesagt. Sie sind viel zu ehrlich für linke Nummern. Und ich danke Ihnen wirklich, dass Sie das nochmal machen. Auch im Namen von Giselle. Sie wissen ja, wie wichtig ihr diese Kollektion ist. Sie haben sich entschuldigt. Ich habe Ihre Entschuldigung angenommen. Sie können jetzt also aufhören, Süßholz zu raspeln. Ich rasple. Ich habe hier wirklich viel zu tun. Die Zeichnungen müssen bis morgen früh fertig sein. Außerdem esse ich nie nach 18 Uhr. Das ist auch gar nicht gesund. Ihnen kann man es auch nie recht machen, oder? Bitte?
Ich bin ausnahmsweise mal total nett zu Ihnen. Ich bin ehrlich, ich bin freundlich, ich mache keine blöden Gags. Und Sie motzen mich trotzdem an. Ich habe einen Berg voll Arbeit. Und es wäre schön, wenn ich jetzt weitermachen dürfte. Ja, Sie können doch weiterarbeiten. Kim. Setz dich doch. Danke, ich stehe lieber. Ich weiß, ich hätte dieses Gespräch schon viel früher mit dir führen sollen, aber du siehst, ich habe viel zu tun. Das kommt davon, wenn man am Stuhl vom Chef sägt. Kim, dein Vater ist nicht mehr tragbar für diese Firma. Er hat einen öffentlichen Skandal provoziert, als er auf mich losgegangen ist. Wenn du mich gerufen hast, um mit mir über Ansgar zu lästern, vergiss es. Ich habe dich hergerufen, weil ich mit dir über deine Position in dieser Firma reden möchte. Du bist Ansgars Stellvertreterin. Er hat dich auf diesen Posten gesetzt, weil er sich ja unbedingt seiner Rache an Alexa Berg widmen muss. Jetzt bin ich Geschäftsführer von Lunch Enterprises, Du brauchst auch eine Stellvertreterin. die ich mir selbst aussuchen werde. Na gut, dann finde eine andere Position für mich. Also in der Geschäftsführung. Also immerhin habe ich den Kontakt zu Dr. Sandberg hergestellt und ich bin mir sicher, dass ich ihn auch noch davon überzeugen kann, Rebecca's Pret-à-Porter-Kollektion für seine Kaufhauskette zu kaufen. Kim, du hast keine Erfahrung in diesen Dingen. Tanja wird den Deal mit Sandberg übernehmen, klar? Das kannst du jetzt nicht machen. Was? Ja, ich weiß, das ist jetzt hart für dich. Es tut mir leid, du fühlst dich übergangen. Du kannst mich nicht mit warmen Worten trösten. Ich bin kein kleines Kind mehr. Ich bin Ansgars Stellvertreterin und... Nicht mehr. Hast du eigentlich mal in deinen Vertrag geguckt? Darin steht, dass deine Stelle direkt an die Geschäftsführung gekoppelt ist. Ja, und was soll ich jetzt machen? Du wirst selbstverständlich noch einen Monat ein Gehalt beziehen. Und was deine Aufgaben angeht, ja, vielleicht kannst du ja wieder deinen Job als Rebecca's Assistentin übernehmen. Entschuldige mich bitte, ja, ich habe jetzt zu tun. Hey, da ist ja unser neuer Champion. Wegen dir habe ich 8.000 € gewonnen. Geil. Und was machen wir damit? Na was wohl? Wir schicken alles Emilio, damit er die Krankenhausrechnung seiner Mutter bezahlen kann. Deswegen machen wir das doch überhaupt. Wie geht's hier eigentlich? Also eine Niere ist nicht mehr zu retten. Sie muss operiert werden. Der Arzt hat mit Emilio telefoniert. Wird wohl aber ganz schön teuer. Umso wichtiger, dass wir das ganze Geld Emilio schicken. Danke, dass du geblieben bist. Frau Jakob, dürfte ich Sie künftig bitten, Ihr Werkzeug nicht mehr in der Küche herumliegen zu lassen? Was sollen denn die Herrschaften denken, wenn sämtliche Handwerker alle ihre Gerätschaften bei uns in der Küche abladen? Die Herrschaften sollen sich mal nicht so haben. Immerhin geben dir die Herrschaften die Möglichkeit, deine Schulden abzuarbeiten. Ich finde, dafür reißt du ganz schön die Klappe auf. Aber das kennen wir ja schon. Wahrscheinlich denkst du auch, dass wir uns glücklich schätzen können, dass ihr beide euch die Zeit genommen habt, uns bei der Renovierung des Westflügels zu helfen. Was kommt als nächstes? Noch irgendein Spruch über die degenerierte Arbeiterklasse? Vorher kommt noch der Spruch über euer Schneckentempo auf der Baustelle. Wenn ihr so weitermacht, seid ihr in 10 Jahren noch nicht fertig. Wir tun, was wir können. Du und dein biertrinkender Kumpel habt beinahe unsere Firma ruiniert. Ich denke, da ist es wohl das Mindeste, dass ihr wenigstens jetzt ein wenig Qualität abliefert. Das tun wir. Nur leider verstehst du nichts davon. Also können wir das Ganze jetzt irgendwie abkürzen? Ich meine, ich arbeite hier als Handwerker und nicht als Sandsack für deinen privaten Frust. Okay, dann leg los und sag Andi, dass ich von euch beiden etwas mehr Einsatz erwarte. Es sei denn, du willst deine Schulden lieber persönlich begleichen. It's coming faster now.
dann fertig? Ich mach morgen früh weiter. Das ist echt blöd gelaufen, Freund. Vielleicht gehen wir noch irgendwo was trinken oder so. Nein, ich muss nach Hause. Und Sie sollten auch gehen. Giselle wartet auf Sie. Rebecca, warte mal kurz. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Aha. Also Sebastian schmeißt ja jetzt hier den Laden und ich kann wieder zurück in meine alte Stelle. Alte Stelle? Na, als deine Designassistentin? Den Job hat doch jetzt Caro. Ja gut, das war ja nur eine Notlösung, oder? Also in der Buchhaltung ist sie. Die macht ihre Sache richtig gut. Sie ist viel engagierter und vor allem organisierter als du. Von daher... Aber das kannst du doch jetzt nicht bringen. Sag mal, Kim, was erwartest du eigentlich von mir? Du lässt mich einen Tag auf den anderen sitzen, nur weil Papi dich mal kurz zur Geschäftsführerin macht? Und sobald er weg vom Fenster ist, soll ich dich wieder mit offenen Armen empfangen, oder was? Ich kann dir nur einen Hiwi-Job anbieten. Ein Hiwi-Job? Nee, danke. Herr Parker, richtig? Frau von Lahnstein, freut mich, Sie zu sehen. Haben Sie einen Termin? Nein, ich war gerade in der Stadt Dann und... tut's mir wirklich leid, da müssen Sie wieder gehen. Wir brauchen gerade keinen Headhunter und für Ihre anderen Dienstleistungen haben wir auch keinen Bedarf. Natürlich. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Hey, du bist Kim Wolf, die Tochter von Ansgar von Lahnstein, oder? Ja, ich rede nicht mit der Presse. Sehe ich aus wie ein Pressefuzzi? Ja. Was hältst du davon, wenn ich dich zu noch einem Drink einlade, hä? Du siehst aus, als könntest du einen vertragen. Ich bin verheiratet. Und ich bin Headhunter. Modebranche. Finn Parker. Ich habe eben zufällig mitbekommen, dass du dich jobmäßig neu orientieren musst. So, bitteschön. Danke. Und wir nehmen gleich noch einen von denen mit. Okay? Du willst mir einen Job anbieten? Besser. Ich biete dir ein sorgenfreies Leben für, sagen wir mal, die nächsten 2 bis 4 Jahre. Ich arbeite nicht nur als Headhunter, sondern kümmere mich auch um die Opfer von Umstrukturierung. Aha. Ich kaufe Informationen. Zum Beispiel über Rebecca von Lahnsteins neueste Kollektion. Sie arbeitet doch schon an neuen Entwürfen, oder? Daran wären meine Auftraggeber sehr interessiert. Das ist Industriespionage. Das ist freie Marktwirtschaft. Überleg's dir. Wenn du mir Rebeccas Entwürfe verkaufst, dann kannst du die nächsten Jahre auf den Malediven tauchen und brauchst dich nicht mehr darüber ärgern, dass man dich abserviert hat. Bist du fertig geworden? Nein. Wie spät ist es denn? Keine Ahnung. Ist doch egal. Hat Caro noch was gesagt? Sie hat meine Entschuldigung akzeptiert. Und jetzt lass uns bitte das Thema wechseln.
ich hol aus und bam, geht er zu Boden. Alles klar? Ja, aber der Zement-Paule war ganz schön angepisst. Ja, der hat ja auch eine Menge Kohle unseretwegen verloren. Was weißt denn du eigentlich über den? Ist der irgendwie gefährlich? Naja, der macht nebenbei in Hehlerei, Drogen und Wetten. Also, ich würde mich nicht mit ihm anlegen. Warum hast du das denn nicht gleich durchblicken lassen? Weil du es den ganzen Tag in die Hose gemacht hattest. Na, Jungs, wie ist es gelaufen? Gut. Ich habe den Champion K.O. geschlagen. Wie, so richtig K.O.? Mehr ging nicht. Du siehst aber auch ganz schön mitgenommen aus. Du sollst mal meinen Gegner sehen. Naja, falls du noch ein bisschen Zeit übrig hast, kannst du dir ja mal Tristan vornehmen. Hat er dich schon wieder doof angemacht? Es war ein gefundenes Fressen für ihn, dass du nicht da warst. Oh, ja, morgen bin ich wieder dabei, versprochen. Okay, dann lass uns doch einfach nach Hause gehen, ist eh schon spät. Ihr wollt euren Sieg noch feiern. Ja, ist ja gut, ich bin schon weg. Und das ist echt okay für dich? Wenn du morgen pünktlich bist. Bin ich auf jeden Fall, versprochen. Viel Spaß. Tschüss. Ansgar? Was machst du? Nachdenken. Und? Hast du schon eine Lösung? Na, wie du wieder an die Spitze kommst. Da gehörst du nämlich hin. Okay. Der Seppel hat dich gefeuert? Woher weißt du das? Ich gehe mal davon aus, dass er nach seinem lächerlichen kleinen Putsch dich als meine ehemalige Stellvertreterin natürlich nicht mehr im Büro haben möchte. Und was machen wir jetzt? Ja, ich hab dir gesagt, ich unterstütze dich. Egal in was. Kim, das ist wirklich süß von dir. Aber irgendwas muss ich doch tun können. Du wirst mir wirklich helfen? Gut, dann lass mich in Ruhe nachdenken. Aber ich... Kim, hör zu. Ich bin bald wieder am Drücker und wenn es soweit ist, versorge ich dich auch wieder mit einem Job. Bis dahin hältst du einfach die Füße still, machst das, was du so machst und lässt mich nachdenken, okay? Morgen, Rebecca. Morgen. Hallo Schulz, wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Nein, danke. Ich bin gerade mit den Zeichnungen fertig geworden. Wenigstens etwas. Die Zeichnung, ja, das war meine Schuld. Ich habe die aus Versehen gelöscht. Es tut mir leid, ich lasse in Zukunft die Finger von diesem Höllenprogramm. Besser so. Entschuldige, Caro, dass ich dich gestern verdächtigt habe. Ja, und mir tut es auch sehr. Schon gut. Und? Was liegt heute an? So, ehrlich gesagt, nicht so viel. Also ich müsste noch mal raus. Ich brauche noch ein paar Impressionen für die neue Pret-à-Porter-Kollektion. Wollen Sie vielleicht mitkommen? Danke, aber als Rebeccas Assistentin kann ich hier, denke ich, mehr lernen. Ich kann ja mitkommen, das hört sich spannend an. Daraus wird nichts. Wir wollen mit dir noch ein paar Frisuren und Make-up-Tests machen. Ah, super. Okay, bis später. Also Caro, von mir aus kannst du mit Toro ruhig mitgehen. Ich meine, bei der letzten Präsentation, da hattet ihr zusammen doch auch ganz tolle Ideen. Ja, Sie haben gehört, was Ihre Vorgesetzte gesagt hat. Ja, also... Jetzt kommen Sie schon. Ich verspreche Ihnen auch, das wird kein Vergnügen. Das wird nur harte Arbeit. Ihr Ernst. Also gut, meinetwegen. Wo steckt denn dein kleiner Prollfreund? Im Baumarkt noch ein paar Sachen besorgen. Weißt du, die Tatsache, dass du Schulden bei mir hast, irgendwie macht mich das an.
Hey, kein Grund gleich zu verkrampfen, ja. Übrigens, guter Sex soll da hilfreich sein, obwohl es bei dir ja schon eine Weile her ist. Was ist das denn hier? Klaus aus Norwegen. Was sagt Andi dazu? Das geht dich nichts an. Es ist ein Jobangebot. Ach ja, hier steht's. 2 Monate auf einer Großbaustelle in der Nähe von Oslo. Hey, du hast doch schon einen Job. Du arbeitest, sagen wir mal, für die nächsten 20 Jahre bei uns deine Schulden ab. Tja, ab jetzt sehen wir uns wieder täglich. Und ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben. Oder auch nicht. Klaus hat mir einen Job in Norwegen angeboten. Wer ist denn Klaus? Ehemaliger Kollege von Brandnerbaum. Gut bezahlt. Ja, aber das wolltest du doch absagen. Ja, wollte ich auch. Und dann hat Tristan mich wieder blöd angemacht, also habe ich ihn angenommen. Was suchen wir eigentlich? Woher soll ich das wissen, bevor ich es gefunden habe? Wenn Sie nicht wissen, was wir suchen, dann können wir ja eh nicht Schulz. hier rumirren und... Einfach entspannen, dann klappt das auch mit der Inspiration. Hm? Wollen Sie einen Keks? Zucker soll ja auch entspannen. Ja, im Gegenteil. Die Glucose im Zucker ist Energielieferant. Die allerdings nur kurzfristig. Ja gut, dann esse ich sie eben allein. Hier, halten Sie mal. Mmh. Oder haben Sie etwa Hunger? Nein, habe ich nicht. Ach, geben Sie es zu, Sie verzehren sich nach meinen Keksen. Und nehmen Sie schon ein. Ich erzähle auch niemandem, dass Sie genascht haben. Also gut, aber nur einen. Suchst du immer noch deine Kekse? Ja, die sind selbst gebacken und hochdosiert, wenn du verstehst, was ich meine. Sind gut, schmecken wie selbst gebacken. Hm, vielleicht sind Sie das ja. Meinen Sie? Wo haben Sie die denn gekauft? Die habe ich nicht gekauft, die lagen in der Firma rum. Die lagen rum. Und die haben Sie einfach so mitgenommen? Ja, wieso denn nicht? Also nur, damit ich das richtig verstehe. Du hast wirklich Haschkekse gebacken? Psch, nicht so laut. Sag mal, bist du irre? Wenn das rauskommt, dann verlierst du deinen Job? Also gut, geben Sie her. Me say me burn it and pass it on the right. Me say them come in and them look on Danny Dread. Them say, hey, natty dreadlocks, where you come from? You must have two stiff a sense. Was wird das? Sind das nicht die Probeentwürfe für den neuen Pret-à-Porter-Katalog? Nein, das sind meine neuen Entwürfe für die Kollektion. Das hier muss in die Druckerei. Entschuldige. Kein Ding. Ja? Ja, Tanja. Ist gerade schlecht. Aber bis zur Präsentation haben wir noch ein bisschen Zeit und morgen kommen diese Trendforscher aus London. Da muss ich auch noch was vorbereiten. Ja, ist gut, ich komme. Oh Gott. Wie heißt die Straße hier? Alles in Ordnung bei Ihnen? Nein, ich fühle mich irgendwie so blümerant. Ja, die ganze Nacht durchgearbeitet und dann kein Frühstück, kein Wunder.
Ja, kommen Sie mal hoch. Geben Sie mal die Keksdose. Sie sind ganz schön verfressen. Jetzt machen Sie schon. Na gut. Aber nicht alle wegessen. Schulz, ich muss Ihnen was sagen. Ich glaube, ich habe Haschkekse geklaut. Wieso fährst du jetzt doch nach Norwegen? Tristan hat mich total genervt. Da ist mir Klaus Mail wieder in die Hände gefallen. Und da habe ich halt... Da hast du was zugesagt, ohne nachzudenken. Ich hab nachgedacht. Du hast einfach nicht gehört, was Tristan wieder für einen Müll von sich gegeben hat. Ist ja auch kein Wunder, du sitzt hier und lässt dir mit Sascha die Hucke volllaufen, anstatt zu arbeiten. Darum geht's doch überhaupt gar nicht. Wir wollten das mit dem Job gemeinsam besprechen. Und jetzt hast du das einfach hinter meinem Rücken entschieden. Ja, du warst nicht da. Gib doch einfach zu, dass es hier gar nicht um Tristan geht, sondern nur, dass du mir wieder eins reinwürgen willst, weil ich dich mal versetzt habe. Das ist ja wohl totaler Quatsch. Anni, wir haben Schulden bis unter die Hutschnur und das ist ein gut bezahltes Angebot. Warum bitte soll ich das nicht annehmen? Weil wir uns dann 2 Monate nicht sehen. Ja, das weiß ich auch. Und 2 Monate können lang sein. Aber mein Gott, es gibt Chats, es gibt alles. Abgesehen davon haben wir mit Elisabeth einen festen Zeitplan für die Renovierung ausgemacht. Wie soll ich das denn bitte erledigen, wenn du einfach abhaust? Ich will euch beiden nicht stören, aber wir müssen los. Wohin? Boxclub. Hab ich dir doch erzählt. Wir quatschen einfach später, okay? Ich kann irgendwie verstehen, dass du abhaust. Ich weiß, wie es ist, mit Tristan zu arbeiten. Er ist auch mein Chef. Aber du bist nicht von ihm abhängig. Mann, wenn er uns den Auftrag entzieht, dann stehen wir schön blöd da mit unseren Schulden. Hey, Tristan droht gern, aber so weit lässt er es doch nicht kommen. Ich weiß nicht, ob ich es darauf ankommen lassen will. Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen. Jetzt schon. Unser menschlicher Taschenrechner auf Drogen. Sehr gespannt. Sie sind so imposant. So nennen Sie mich also, wenn Sie richtig sauer auf mich sind, ja? Mhm. Oder selbstverliebter Gockel. Und wenn Sie reinkommen, dann stelle ich mir vor, wie Sie sich das Hemd aufreißen und wie so ein Gorilla auf Ihrer Brust rumtrommeln. Sie und Ihre schmutzigen Fantasien. Hey, Emilio. Wahrscheinlich schläfst du noch. Ich wollte einfach nur mal fragen, wie es dir so geht und vor allem, wie es deiner Mama geht. Gibst du ihr einen dicken Kuss von mir, ja? Du fehlst mir immer noch und ich liebe dich. Ciao. Okay? Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte mit dir noch mal wegen gestern reden. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich so angepumpt habe. Seit Marlene und ich uns getrennt haben. Ich liebe deine Schwester und deswegen bin ich ein bisschen neben der Kappe. Aber es ist nicht in Ordnung, dass du das abkriegst. Das passt schon. Trotzdem ist es eine Tatsache, dass du keine Ausbildung hast. Aber da Caro jetzt nicht mehr als Trainee arbeitet, ist die Stelle wieder frei. Du gibst dieser irren Buchhalterin meinen Assistentinnenjob und ich soll jetzt ihre Ausbildung machen? Im Gegensatz zu dir hat sie eine Ausbildung. Zwar nicht als Designassistentin, aber als Erbsenzählerin. Mhm. Das ist natürlich die perfekte Voraussetzung. Sie kann gut organisieren. Sie hat Erfahrung bei projektbezogenen Arbeiten. Das würdest du auch alles lernen in der Ausbildung, Kim. Du könntest aus eigener Kraft Karriere machen, ohne dass dir Ansgar den Steigbügel hält. Danke, ich denk drüber nach. Gut, mach das.
Und wenn du dich dazu entschließen solltest, dann helfe ich dir gern. Und wer weiß, vielleicht hast du Talent und aus dir wird auch eine Designerin. Also ich würde mich freuen. Vielleicht habe ich Talent, geht's noch? Haben wir uns verstanden? Alles klar. Aber sowas von. Gut. Alter, ich glaub's nicht. Ich meine, ich habe seinen besten Boxer umgehauen. Und dafür will er dich jetzt zum Champ machen. Pass auf, ich wette weiter auf dich. Wir werden in Kohle schwimmen. Bei LCL dürfen die sich einen neuen Hausmeister suchen, denn du bist jetzt der neue Champ. Du schickst eine große Nummer nach der anderen auf die Bretter. Und wenn Emilio die ganzen Krankenhausrechnungen für seine Mutter bezahlt hat, schickt er sie gleich noch zur Erholung auf die Malediven. Ausbildung. Kann ich mal. Na, wie geht's dir? Marlene hat mich angerufen. Wow, super. Schulz, die werden ja immer wilder. Gitarrenmusik, das ist göttlich. Da könnte ich stundenlang zuhören. Ah, tagelang, jahrelang. Darf ich auch mal? Kannst du das? Ja, ich konnte es mal, aber schon immer näher. Ja, dann. Na dann. Dann tun Sie mal was für Ihr Geld. Some people are obsessed with appearances, but true love comes from within. I don't believe in love at first glance. Most people are more than they seem. Isn't it strange how shallow some people behave? Take a look at us now. Take a look at us now. And you can see faith, love, lights, and trust. Take a look at us. So eine Kündigung ist ein herber Rückschlag. Ich weiß, wovon ich spreche. Gerade wenn man am Anfang seiner beruflichen Laufbahn steht. Es ist aber nichts, wofür man sich schämen muss. Ich schäme mich nicht. Ich bin stinksauer. Für niemanden läuft es im Leben so, wie er es sich wünscht. Manchmal muss man hinnehmen, dass es herbe Rückschläge gibt. Ja, also ich musste. Man muss nur lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Erinnerst du dich an Danas 12. Geburtstag? Da warst du 5. Und du wolltest partout nicht einsehen, dass nur Dana Geschenke bekommt und du nicht. Und weil du nicht aufgegeben hast, hast du aus Rache deiner Lieblingspuppe die Haare abgeschnitten. Oh Gott, ja. Ich hab tagelang geheult, weil die nicht nachgewachsen sind, also die Haare. Tja, manchmal macht man schon verrückte Sachen, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt.
Zum Glück bist du ja nicht mehr 5. Bella wird Augen machen, wenn ich ihr von dem neuen Plan erzähle. Die freut sich bestimmt genauso wie ich. Echt? Ich habe das Gefühl, sie kann es nicht erwarten, von ihr loszukommen. Quatsch. Diese ganze Norwegen-Aktion macht sie doch nur wegen dem Geld. Aber das hat sich ja jetzt dank dir erledigt. Jetzt mach mal halblang. Also ein Montagejob bringt doch auch Kohle. Warum weglassen? Nee, weil wir es doch jetzt nicht mehr nötig haben. Was soll denn der Spruch? Ihr habt's nicht mehr nötig. Ihr habt mindestens 200.000 € Schulden bei den Grafen. Sei doch froh, dass du eine Frau hast, die mithelfen will. Sowas ist echt selten. Bella ist cool. Ja, eben. Deswegen will ich ja auch nicht, dass sie geht. Was soll denn der Spruch? Mann, 2 Monate ist eine verdammt lange Zeit. Da kann jede Menge passieren. Machst du jetzt auf Beziehungspanik? Lass mal lieber. Männer, die klammern, will keine Frau haben. Außer Klaus ist doch eine Konkurrenz für dich. Nein, aber... Bleib locker. Zwischen Bella und mir läuft's gerade richtig gut. Da habe ich einfach Schiss, dass durch die Trennung sich irgendwas verändert. Du bist echt ein Weichei. Wieso? Soll ich dir vorrechnen, wie viele Nächte du ohne sie einschlafen musst? Ja, komm. Du hast keine Ahnung von sowas. Du hast ja auch keine Freundin. Was mich übrigens nicht wundert. Alter, du wirst nicht mal Zeit haben, Bella zu vermissen. Es geht gerade so viel. Wir haben das Bahnhof, das wir am Laufen halten müssen. Du musst im Schloss arbeiten und die Boxgeschichte. Und wenn uns mal langweilig ist, dann fahren wir zu Tristan und hauen ihm auf die Fresse. Okay? Ja, genau, okay. Schön, dass du gekommen bist. Bitte. Ich habe mich über deinen Anruf gefreut. Hi. Hey, kein Problem. Wenn uns jemand zusammen sieht, dann bin ich ein Bekannter. Wenn uns jemand zusammen sieht, dann bin ich geliefert. Kann ich dir was bringen? Eine Cola, bitte. Du machst dir zu viel Sorgen. Aber wenn du dir jetzt erstmal eine kleine Auszeit gönnst, dann wird sich das schon geben. Wie kommst du darauf, dass ich mir eine Auszeit nehmen will? Du, von mir aus kannst du dir auch einen anderen Wunsch mit dem Geld erfüllen. Also damit... Wie viel ist dir das hier wert? Geht's auch ein bisschen konkreter? Das hängt von den Entwürfen ab. Wenn das unveröffentlichte Rebecca von Lahnstein-Designs sind, dann wirst du davon mindestens die nächsten 2 Jahre bequem leben können. Und wenn du einen neuen Job suchst, du weißt ja, ich habe gute Kontakte. Wir finden einen angemessenen Posten für dich, wo du nicht von ganz unten anfangen musst. Gibst du mir jetzt die Mappe? Ah, du bist da. Mhm. Andi, es tut mir leid. Es war eine blöde Kurzschlussreaktion, dass ich diesen Job in Norwegen angenommen habe. Tristan hat dich provoziert. Ja, aber das macht er immer. Und du hast vollkommen recht, wir müssen den Zeitplan einhalten. Und das schaffen wir einfach nicht, wenn du hier alleine arbeitest. Außer ich mache jede Menge Überstunden und arbeite auch mal am Wochenende. Ach, das geht doch nicht. Was soll ich denn sonst machen, wenn meine Süße für 2 Monate unter die Elche geht? Wie? Heißt das jetzt, ist es doch okay für dich? Klar. 30.000 €. Weißt du, wie lange wir dafür brauchen würden, um das hier zu verdienen? Du bist der Beste. Vielleicht sollten wir nicht hier. Doch, wieso ist doch keiner da? Na ja. Ihr könnt rauskommen. Wollen wir die auf Norwegen anstoßen? Ja. Apropos Norwegen. Ich kannte übrigens mal einen Norweger. Und der... Jessie, keine Sexgeschichten vom ersten Drink. Wer sagt denn, dass es eine Sexgeschichte ist? Weil du die Geschichte erzählst. Auf jeden Fall hatte dieser Norweger es richtig drauf. Aber man kann ja in Norwegen sowieso nichts anderes machen, als in die Sauna gehen oder ins... Jessie, jetzt schwing keine langen Reden, sondern rück den Shampoos raus hier. So. Du kommst genau richtig. Überraschungsparty für Bella. Hey! Auf Norwegen! Ich kannte mal eine Norwegerin, die hat es richtig gut drauf. Was ist mit dir passiert? Nichts, alles gut. Du bist einfach der Beste.
Ich weiß. Hauptsache, du vergisst das nicht in den nächsten 2 Monaten. Also mich würde das mit dem Norweger schon noch ein bisschen genauer interessieren. Take a look at us. Hey, Schulz. Ich habe gerade Töne gesehen. Es war wunderschön. Du leuchtest von innen. Hast du das gewusst? Du leuchtest auch. Ich bin nicht wirklich irren. Wer hat dir überhaupt erlaubt, mich zu duzen? Ja, und wenn du jetzt nie langsam aufstehst, dann wird aus dem Leuchten ein Glühen, dann kriegst du nämlich Fieber. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich spüre das Fieber schon. Ich auch.